Feiertage kommen immer so plötzlich. Deswegen ein kleiner Geschenkguide mit Ideen für Kaffeeliebhaber von Low Budget bis zu High Budget, von Super Last Minute bis zu ich kann noch was bestellen. Deswegen schauen wir uns an, was es gibt. Los geht's! Yet another Geschenke-Guide. Wie jedes Jahr um diese Jahreszeit poppen sie aus dem Boden wie Pilze. Deswegen habe ich mir gedacht, schmeiße ich meine 5 Cent diesmal auch in den Ring und teile mit euch ein paar Produkte, von denen ich überzeugt bin, die ich cool finde und die euch vielleicht helfen können, noch am Tag des Events nicht mit leeren Händen dazustehen. An dieser Stelle auch ein kurzer Disclaimer, ich werde euch alle Produkte und Informationen unten in der Videobeschreibung verlinken. Da wird der ein oder andere Affiliate-Link mit dabei sein, das war aber nicht meine Prämisse. Das heißt, die Produkte, die ich euch vorstelle, davon bin ich selber überzeugt, die finde ich cool. Wenn es einen Affiliate-Link gibt, why not? Ja, ihr habt keine Mehrkosten dadurch, ich kriege ein bisschen was davon ab. Dementsprechend unterstützt ihr damit auch meinen Kanal, wenn ihr diese Affiliate-Links benutzt, aber ist kein Zwang, wie immer. Deswegen, now you know. Gegliedert habe ich das Video aufsteigend der Dringlichkeit nach. Das heißt von, ich kann noch auf die Post warten, bis hin zu, ich brauche jetzt ein Geschenk. Des Weiteren wird es in diesem Video ein kleines Giveaway geben. Das heißt, mit ein bisschen Glück braucht ihr dieses Jahr nicht mehr Geld für euer Geschenk auszugeben. With no further ado, auf geht's. Kommen wir zur Kaffeemühle. Ein Klassiker. Kaffee ohne Mühle, schwierig. Grundsätzlich sage ich immer, lieber schlecht gemahlen als gut vorgemahlen. Weil ihr einfach viele Aromen verliert, sobald ihr den Kaffee mahlt. Deswegen ist eine Mühle essentiell, wenn man konstant guten Kaffee möchte. Eine Handmühle ist eben sehr hilfreich, wenn man unterwegs ist oder mal zu Besuch bei irgendjemand, wo man weiß, da gibt es tendenziell eher nur den Vollautomaten, der ja, jetzt vielleicht nicht unbedingt den besten Kaffee produziert. Da ist so eine Handmühle Gold wert. Gibt es in einfacher Ausführung, gibt es in sehr teurer Ausführung. Wenn ihr eine holt, würde ich euch empfehlen, schaut darauf, dass ihr ein Stahlmahlwerk und kein Keramikmahlwerk habt. Die sind einfach etwas besser in Handmühlen von der Verarbeitung und vom Ergebnis her. Sonst, ja, könnt ihr euch frei entfalten. Also ich benutze ganz gerne diese hier, die ist von Timor, die C2, die ist auch Espresso-fähig, also die kann Espresso fein mahlen. Liegen wir bei einem Kostenpunkt von ungefähr 80 Euro. Reicht für mich vollkommen aus, wenn ich eben mal einen Filterkaffee unterwegs machen möchte oder bei einer Schulung bin oder. Top-Ding, nicht so teuer, muss man halt bestellen, dauert wie gesagt ein paar Tage. Der Goldstandard im Handmühlenbereich ist nach wie vor die Kommandante. Die kostet was um die 220 Euro aufwärts. Muss man wissen, ist natürlich schon eine Ansage, ist aber auch ein Kauf fürs Leben. Wenn man da gut drauf aufpasst, hat man da sehr, sehr lange Freude dran. Gibt mittlerweile aber auch weniger bekannte Hersteller, die ähnliche Qualität liefern, dabei vielleicht ein bisschen weniger streitfreudig sind. Das ist aber wieder ein anderes Thema. Für mich, wie gesagt, reicht so eine 80-Euro-Lösung vollkommen aus. Ist nicht meine Hauptmühle, sondern nur für unterwegs und dafür absolut ausreichend. Next up in der Kategorie muss man bestellen, der Nanofoamer. Hierzu habe ich vor kurzem schon mal ein Review gemacht und ein Unboxing, verlinke ich euch hier oben. Ist ein kleines Gerät, um Milch aufzuschäumen. Auch super für unterwegs oder wenn man eben keine Espressomaschine hat mit Dampfeinheit. Muss ein bisschen geübt werden, aber wenn man den Dreh raus hat, bekommt man wirklich Milchschaumqualität, die einer Maschine in nichts nachsteht. Und das für einen echt fairen Preispunkt von ungefähr 70 Euro, kann man also nichts sagen und hat mich wirklich überzeugt. Ist ein cooles Tool, ist ein bisschen, ja, nerdiger, wobei gar nicht mal unbedingt nerdiger, aber man muss halt ein bisschen damit arbeiten, um gute Ergebnisse zu kriegen, aber absolut lohnenswert. Und für unterwegs, zusammen mit einer Aeropress und einer Handmühle, was will man mehr? Next one, ebenfalls ein Klassiker, die Aeropress. Der eine oder andere wird sie schon kennen, ist einfach ein sehr, sehr vielfältig einsetzbarer Brewer, der Filterkaffee macht und den auch recht kräftig macht, wenn man es entsprechend anpasst, somit sogar als Basis für einen Cappuccino herhalten kann. Vorteil, super robust, super leicht, also passt auch in jedes Gepäck für unterwegs, tippitoppi in Kombination mit so einer Handmühle. Unschlagbar für unterwegs. Sonst auch nicht sonderlich teuer, kostet was um die 25, 30 Euro. Es gibt mittlerweile auch Travel Kits, also Reiseversionen von der Aeropress. Hat mich jetzt noch nicht gereizt, weil ich finde die super. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe die Reiseversion noch nicht ausprobiert. Vielleicht sind die auch so viel geiler. I don't know. Sonst, der Klassiker tut's absolut. Was die Verfügbarkeit angeht, bekommt ihr eigentlich in jedem besser sortierten Onlinehandel und es haben tatsächlich auch viele Röstereien und Kaffeeshops. Das heißt, in der Last-Minute-Kategorie sind wir hier schon ein bisschen weiter vorne. Sehr viele Kaffeeliebhaber haben auch ein Herz für schöne Tassen. In meinem Fall habe ich Tassen von Angelika Lipp, das ist eine kleine Keramikmanufaktur aus Bayern. Und ich finde einfach die Tassen tippitoppi.
sind schlicht elegant, sie haben einen schönen dünnen Rand, haben eine tolle Haptik, einen runden Boden, was es auch einfacher macht, Latte Art zu gießen. Also es sind einfach sehr, sehr schöne Tassen und ich denke, damit könnt ihr auch andere Leute sehr gut begeistern. Muss natürlich nicht diese Tasse sein, wäre jetzt meine Empfehlung an der Seite. Kosten so um die 15 bis 20 Euro je Tasse, ist natürlich nicht das günstigste, aber ihr bekommt auch wirklich gute Qualität dafür und unterstützt auch noch regionales und fachmännisches Handwerk. So, jetzt wird es schon etwas dringlicher, was das Timing angeht, aber immer noch gut umsetzbar. Ein Kaffee-Probierpaket. Aus Erfahrung kann ich sagen, in den Kursen, die ich gemacht habe, dass viele einfach mit dem Standard immer fahren und gar nicht wissen, welchen Kaffee sie eigentlich mögen. Deswegen ist ein Kaffee-Probierpaket sehr, sehr hilfreich, um einfach mal das Spektrum an verschiedenen Kaffees erfahren zu können und ohne Risiko einfach mal auszuprobieren, was einem persönlich eigentlich schmeckt. Hier gibt es verschiedene Anbieter, Online-Händler, die schon vorkuratierte und ausgesuchte Pakete anbieten, was natürlich sehr hilfreich ist. Hierbei würde ich auf jeden Fall darauf achten, dass ihr ein möglichst breites Spektrum, vor allem an verschiedenen Röstungen kriegt, also helle, mittlere und dunkle Röstungen und das irgendwie schön zusammengestellt ist. Wie gesagt, ich verlinke euch unten 1, 2 Optionen, die vielleicht ganz interessant sind. Ansonsten könnt ihr das auch selber machen. Wenn ihr an dem Tag oder wenn ihr einfach bei euch in der Stadt mal schaut, in jeder größeren Stadt gibt es mittlerweile mehrere gute Röster oder zumindest einen. Und dann kann man da hingehen und sich kurz beraten lassen und einfach mal so ein, Rundumschlag von verschiedenen Kaffees ausprobieren. 2 bis 3 Packungen. Mehr würde ich tatsächlich nicht machen, weil Kaffee auch relativ schnell altert. Also es sollte eine Menge sein, die ihr zügig aufbrauchen könnt. Aber sonst grundsätzlich eine super Idee für jemanden, der sich noch nicht so gut mit Kaffee auskennt oder experimentierfreudig ist und öfter mal was Neues ausprobieren möchte. Und ganz, ganz wichtig, achte darauf, dass der Kaffee auch wirklich frisch ist. So, die Lunte brennt, ihr habt richtig Stress, ihr müsst morgen oder vielleicht sogar heute noch ein Geschenk abgeben und habt keine Ahnung, was oder keinen Bock, euch jetzt noch in die Stadt zu schlagen und irgendwie mit anderen irgendwie um die letzten Geschenke zu kämpfen. Deswegen kommen wir ganz kurz zu ein paar Sachen, die ihr super easy und mit geringem Aufwand selber machen könnt. Angefangen mit einem Kaffeepeeling oder einer Kaffeemaske. Funktioniert beides. Gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Rezepte. Die meisten haben gemein, dass man benutzten Kaffee nimmt und den mit verschiedenen Ölen, Honig, Salz, Zucker anrührt, was man dann eben sehr gut für die Hände benutzen kann. Gerade in der kalten Jahreszeit super, wenn man trockene, rissige Hände hat. Benutze ich selber auch, deswegen hier ein kleines Döschen. Das packst du dann einfach in eine schöne kleine Fläschchen, ein Gefäß, ein Gläschen, was auch immer, vielleicht noch ein Bändelchen drum mit einem kleinen Grußkärtchen. Wunderbar, habt ihr sogar noch eine persönliche Note mit dabei. Ich verlinke euch unten ein paar Rezepte, auch für eine Haarkur, ist ja für Männer in meinem Alter nicht ganz so unrelevant, die Haare etwas zu pflegen, um vielleicht etwas länger Freude dran zu haben. Aber ja, wie gesagt, lasst euch inspirieren. Ihr könnt altes Kaffeemehl nehmen und das, was ihr im Haushalt habt und könnt damit noch last minute schnell ein kleines Präsent zusammenbasteln. Coffee Sacharum hört sich jetzt wahnsinnig hochgestochen an, ist nichts anderes als ein selbstgemachter Kaffeelikör aus den Kaffeeresten, die man so täglich produziert. Und zwar mischt man die im Verhältnis 1:1 mit Zucker, lässt es idealerweise über die Nacht stehen. Der Zucker löst dann die verbleibenden Aromen in dem Kaffee noch raus, zusammen mit dem Wasser. Das verdünnt man dann mit ein bisschen Filterkaffee oder kräftigen Kaffee und einem Alkohol, einer Spirituose eurer Wahl. Filtert das Ganze und habt einen wirklich sehr, sehr leckeren und auch günstigen, selbstgemachten Kaffeelikör. Dan Fellows ist ein sehr empfehlenswerter Kaffee- und Cocktail-YouTuber, allerdings in englischer Sprache. Der hat zum Thema Coffee Sacharum schon ein Video gemacht, das verlinke ich euch auch. Und dessen Rezept geht wie folgt: 200 Gramm Coffee Pucks, also benutzter Kaffee, 200 Gramm Zucker, 400 Gramm kräftiger Filterkaffee und 200 Gramm Spirituose. Von den Rezepten her. Schaut euch das Video an. Er zeigt das eigentlich sehr, sehr gut, auch wenn man die Sprache nicht spricht. Wenn ihr auch gerne ein Video von mir über Coffee Sacharum hättet, lasst mir in den Kommentaren einfach mal Kaffeelikör stehen. Dann habe ich da mal einen Überblick, ob das grundsätzlich interessant ist. Und dann mache ich mich mal ein eigenes Rezept mit eigenen Vorschlägen. Jo, aber sonst probiert es einfach aus. Ebenfalls super Last Minute wäre ein Jahresabo einer Kaffeezeitschrift. Und in dem Fall kann ich euch das Crema Magazin empfehlen. Ein deutschsprachiges Kaffeemagazin, wo ihr von Hintergrundinformationen über Röstereien bis hin zu Kaffeeempfehlungen, bis hin zu Maschinentests, alles drin habt, was das Kaffeeherz begehrt, kostet das Jahresabo 33 €. Und hier sind wir jetzt auch bei unserem Giveaway.
Und zwar verlose ich 2 Jahresabos an alle meine YouTube-Abonnenten. Das heißt, wenn ihr mitmachen möchtet, Kanal abonnieren, wenn nicht schon geschehen. Ihr wisst, wie es geht. Und unten in dem Link eintragen. Da ist die Verlosung. Dann habt ihr die Chance auf ein Jahresabo des Krimmer-Magazins. Ein weiteres Jahresabo geht natürlich auch an meine Patreons, die mir ein Budget zur Verfügung stellen, die mich unterstützen, damit ich Videos wie dieses machen kann, damit ich Reviews machen kann und euch mit bestem Kaffeewissen versorge. Auch hierzu findet ihr den Link unten in der Videobeschreibung, falls euch das interessiert. Last but not least, ebenfalls super last minute und wenn ihr den ganz besonders großen Bauchpinsel auspacken wollt, ein Barista-Kurs, Home-Barista-Kurs, Gruppenkurs, Exklusivkurs, wie auch immer, für denjenigen, der sich für Kaffee interessiert. Denn eine teure Maschine macht noch keinen guten Kaffee, man muss auch wissen, wie man die bedient. Wenn derjenige im gleichen Haushalt wohnt, hättet ihr theoretisch auch was davon. So ganz uneigennützig. Gibt es verschiedene Anlaufstellen für, wo man sowas machen und buchen kann. Schulen, Röstereien, Cafés, you name it. Grundsätzlich einmal muss ich jetzt sagen, das mache ich auch. Das ist jetzt zwar ein bisschen Werbung in eigener Sache, gell, aber mei, so ist es halt. Unten, wie gesagt, findet ihr den Link auch zu meiner Webseite, auch zu meinen Kursen. Da könnt ihr euch alle Informationen holen, die ihr braucht. Wenn ihr da noch Fragen habt, dann schreibt mir einfach entweder gleich hier in die Kommentare oder eine E-Mail und dann klären wir das. Das ist gar kein Problem nicht, gell? Und dann findet man das raus und dann machen wir den Kurs zusammen. Fertig. Werbung, Ende. Et voilà! Soweit so gut. Meine Tipps fürs Jahr 2022 von Low to High Budget. Selber machen, nicht selber machen. Muss schnell gehen, hat ein bisschen Zeit. Für jeden was dabei. Hoffe ich doch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr mein Review über den Nanoformer mal anschauen möchtet, hier habt ihr das Video dazu. Ansonsten findet ihr hier mein Patreon und mein Abo. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Video. Bis dahin, hau die Ehre!